Hallo und willkommen bei Thomann Brass Winds. Ich bin Felix und ich freue mich, euch heute einen ganz speziellen Gast vorstellen zu dürfen. Celebi Darke sagte einst über ihn, endlich haben wir den Richtigen gefunden, und ich glaube, das ist keine Untertreibung bei jemandem, der bei Pierre Thibaud und Maurice André gelernt hat. Seit 1994 ist er Solotrompeter der Münchner Philharmoniker und prägt als Professor an der Hochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig die neue Generation an jungen Musiktalenten. Herzlich willkommen, Guido Segers. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Guten Tag, ja, danke für die Einladung. Vielleicht die Frage zum Einstieg: Was hat dich inspiriert, Trompete zu lernen, und wer waren deine Vorbilder damals vielleicht? Meine Vorbilder damals, ich war erst 7 Jahre alt. Und wie das dann in den meisten Dörfern oder Gemeinden dann auch war, die haben alle eine Blaskapelle oder Blasorchester. Und meine ganze Familie, die spielte da, mein Vater, meine 2 Brüder. Und ich dachte, ja, ich muss das dann auch mal machen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, du bist doch noch ein bisschen zu jung und so. Und ich wollte das unbedingt haben. Da habe ich irgendwie so ein Kornett gekriegt, so eine kleinere Trompete. Ja, und so hat das angefangen. Und ich hab der Vorteil gehabt, ich habe immer sehr gute Lehrer gehabt. Und bei mir stand auch sehr schnell fest, das will ich im Leben machen. Okay. Haben deine Geschwister auch Trompete gespielt oder hatten die andere Instrumente? Mein Vater hat auf Phonium gespielt, anderer Bruder hat Horn gespielt und noch ein anderer Bruder hat Flügelhorn gespielt. Okay. Ja. Weil du gerade auch die guten Lehrer angesprochen hast, wie wichtig sind denn so Mentoren wie Pierre Thibaud oder Maurice André für dich? Also musikalisch wie aber auch persönlich vielleicht. Ja, also angefangen habe ich in der Musikschule von Genk. Das ist im Zentrum von Limburg, wo ich herkomme, Provinz. Und da habe ich sehr gute Lehrer gehabt, ein Hornlehrer war das. Aber für mich war das fantastisch, ich hatte sehr gute Schüler gehabt. Von da aus bin ich dann nach Brüssel ins Konservatorium gegangen. Da habe ich dann innerhalb von 2 Jahren meinen Abschluss gemacht gehabt. Und dann da dachte ich, ja, ich muss irgendwie weiterkommen. Und Paris war dann irgendwie, die französische Schule war dann für mich irgendwie, das war für mich immer das Vorbild. Und ja, dann habe ich Probespiel gemacht in Paris, ins große Konservatorium. Ja, und da bin ich genommen worden. Aus 80 Kandidaten war ich, glaube ich, der Einzigste. Oh, wow. Ja, und das war für mich eine Offenbarung. Das war, ich glaube, dass ich in den Jahren, wo ich da war, nicht ein Stück gespielt habe. Das ging immer nur ums Fundament. Also das Fundament aufbauen, hat der Lehrer gesagt, die Bo hat dann gesagt, wenn du das kannst, kannst du alles spielen. Und das stimmt auch irgendwie. Ich merke das jetzt auch in Leipzig in der Hochschule, wo ich bin. Ich mache sehr viel Basis. Stücke sind für mich dann irgendwie, ist es alles wichtig, auch Etüden ist auch wichtig, aber es kommt darauf an, dass man eine gute Basis macht. Wenn man ein Haus baut, fängt man nicht beim Dach an, fängt man beim Fundament an. Und das ist bei Trompete spielen genau das Gleiche. Stimme ich dir voll zu. Ist es auch was, was du sagen würdest, das ist essentiell, einfach auch als junger Trompeter oder Trompeterin zu lernen? Also jetzt nicht einfach nur, Musik ist natürlich toll und ich will das machen, aber natürlich sträuben sich auch viele, eben die Basics zu üben. Ja. Und höre ich daraus, du legst da sehr großen Wert auch bei deinen Schülern und Studenten drauf, ne? Ja, sicher, sicher. Und die meisten wollen immer das schönste Beruf, lass mal sagen, als Musiker ist Orchester spielen. Aber der Weg ist lang und manchmal auch sehr steinig. Muss man einfach dazu sagen. Das ist, man hat dann Probespiele, man muss ein Probespiel gewinnen. Es wird wahrscheinlich 60, 70 Kandidaten, die sich dann bewerben für eine Stelle. Und man muss der oder die Beste sein. Sonst hat man keine Chance. Hast du da vielleicht irgendwie auch Tipps und Tricks? Ich meine, klar, Probespiele wirst du jetzt nicht mehr so häufig machen müssen, gehe ich davon aus. Nee, das mag ich auch nicht. Aber du hast sie früher gemacht und du bereitest dich ja bestimmt auch noch immer auch auf wichtige Konzerte vor. Ja. Das ist ja auch eine mentale Challenge. Hast du da irgendwie Dinge, die du immer machst, die du vielleicht auch irgendwie, Tipps und Tricks, die du uns auch geben kannst? Ja, ich habe mir aus meiner Studienzeit in Paris habe ich mir einen Plan gemacht, wo ich sage, das muss ich jeden Tag machen. Das ist wie ein Sportler, der zum Beispiel einen 100-Meter-Renner, der dann das vielleicht 3-mal am Tag läuft, aber alles, was drumherum geht,
die Übungen, die er macht, die Muskelaufbau, alles Mögliche, das kommt noch dazu. Und das ist bei Trompetenspielen genau das Gleiche. Es geht dann, sag ich jetzt mal, beim Orchester eine 5. Maler spielen oder Petruschka oder irgendwo sowas, dann, ja, man übt das nicht so, wie es da steht. Man macht Übungen, um das spielen zu können. Man baut das auf. Okay. Und natürlich, wer älter man wird, kommt da ein bisschen mehr Routine rein. Man lernt anders damit umzugehen. Aber sagen wir, wenn man Anfang 20 oder Mitte 20 ist, man hat die erste Stelle im Orchester, da muss man das alles erlernen und wirklich von der Basis aufbauen. Da haben bestimmt auch dann so Lehrer geholfen wie Pierre Thibaut, der das ja dann bestimmt auch irgendwie dir da auch schon helfen konnte. Aber hattest du zum Beispiel auch, weil der Name gerade eben auch schon gefallen ist, von Maurice André da irgendwas mitnehmen können? Ja, ich habe bei Maurice André ein paar Masterclasses gemacht und das war, die französische Schule ist, ich habe in Belgien studiert erstmal und das ist ein bisschen französisch gerichtet auch. Und das war für mich auch der Weg, wo gesagt wird, das ist für mich dann auch die Weiterbildung. Aber die Basis, die ich da gelernt habe in Paris, die habe ich vorher so nicht erfahren. Worin unterscheidet sich das vielleicht? Oder was macht das so besonders? Macht das so besonders? Ja, sehr gute Frage. Was macht das so besonders? Das ist, vorher ist immer gesagt worden, ja, die Stücke musst du spielen und die Etüden musst du spielen und schau mal, dass du irgendwie damit zurechtkommst. Und das musst du ein bisschen aufbauen hier und da. Aber in Paris war das ganz anders. In Paris ging das wirklich von ein langer Ton spielen, Flexibilität für die Lippen, dass man gute Artikulation hat, alles von der Basis. Und er hat immer gesagt, wenn du ein Puzzle hast von 10 Stücke und eins ist Technik, der andere ist Artikulation, die Atmung ist wichtig, der Ansatz ist wichtig, die Flexibilität von den Lippen ist wichtig, die Zunge ist wichtig. Wenn man eins davon auslässt, ist der Puzzle, kannst du ihn wegschmeißen. Und das ist für mich immer so das Motto gewesen. Jedes Stückchen jeden Tag das pflegen. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn man im Orchester sitzt und der Dirigent sagt zum Beispiel, erster Trompete oder zweiter Trompete, es ist zu laut. Ja, dann ist es zu laut, dann muss ich schauen, dass ich es leiser spielen kann. Und das ist, wenn ich vorne stehe als Solist, viele Solisten, super Solisten, die vorne stehen, die entscheiden selbst, wie laut sie spielen und wie schnell sie spielen. Wenn man im Orchester sitzt, ist das was anderes. Da entscheidet der Dirigent, wie laut und wie schnell es sein soll. Und dann musst du natürlich auch das wiedergeben können, was er von dir verlangt. Ja. Und wenn halt eine Stelle besonders diffizil ist, das dann trotzdem noch so leise zu spielen, dass es dann eigentlich immer noch perfekt ist. Und das ist die Vorbereitung dann. Das ist die Vorbereitung. Viele Studenten fragen auch, was ist mit Nervosität zum Beispiel? Ja, warum ist man nervös? Man ist nervös, weil man wahrscheinlich nicht gut vorbereitet ist. Wenn man nicht gut vorbereitet ist man automatisch nervös. Wenn man gut vorbereitet ist, fällt das schon mal 40-50% weg. Wenn man sagt, okay, ich habe alles dafür getan, ich hab meine Basis gemacht, ich habe so viel geübt, dass ich da sicher bin, dann, ein bisschen Spannung ist immer dabei, aber die Spannung ist, glaube auch bei einem Sportler auf höchstem Niveau ist die Spannung auch da. Aber die lernen dann mit umzugehen und die Nervosität, die soll so sein, dass man die noch immer kontrollieren kann. Wenn man sie nicht mehr kontrollieren kann, dann ist das nicht gut. Wenn man so ein Probespiel macht zum Beispiel und man gewinnt das, da ist immer ein gewisses Glück dabei. Da sitzt eine Kommission und man muss denen gefallen. Man muss sagen, okay, der Ton gefällt mir, das ist alles super. Und dann kommt man im Orchester und dann wird man konfrontiert mit der Klang vom Orchester zum Beispiel. Wenn ich bei der Münchner Philharmoniker angefangen habe und ich komme aus dem Nationalorchester in Brüssel, Nationalorchester von Belgien,
wo dann doch ein bisschen mehr Französisch gespielt wird, wo der Klang vom Orchester vielleicht ein bisschen enger ist, nicht schlechter, aber anders. Und man kommt dann in München, wo es sehr deutsch gespielt wird, wo der Klang viel, viel breiter, viel, viel dunkler ist, ja, muss man sich anpassen. Man muss ans Material was machen, man muss an den Mundstücken was machen. Das ist eine ganz andere Einstellung. Ich glaube, bei jedem ist das so. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht dafür, um mich daran anzupassen. Ich spiele zum Beispiel keine deutsche Trompete im Orchester. Ich spiele nur amerikanische Trompete. Ich bin eins von den wenigen, glaube ich, die das so machen. Aber wie gesagt, ich habe alles, was hier auf dem Tisch liegt, ist so konzipiert auch für mich, dass ich sagen kann, ich kann damit in deutschem Orchester, komme ich sehr gut zurecht. Das wäre jetzt eben die Anschlussfrage gewesen. So, inwiefern hilft dir da auch dein Equipment? Eben, du arbeitest seit einer Weile mit Adams dicht zusammen. Ja. Hier liegen auch ein paar Instrumente auf dem Tisch. Ja. Deine Instrumente, muss man dazu sagen. Ja. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, was es ist oder inwiefern sich das vielleicht auch unterscheidet von einer, ich sag mal, Standardtrompete? Ja. Ich kann mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Sehr gerne, ja. Ich war mal bei Adams und ich wollte da irgendwo Öl kaufen und dann kommt der Verantwortliche für die Instrumenten, Mil Adams heißt der kommt auf mich zu und sagt, du, ich habe da irgendwo was liegen, kannst du das mal probieren und sag mal ein paar Sachen, wie du das findest. Und so habe ich das war die B-Trompete hier, die hier. Und habe ich da mal reingespielt und ich sage, wow, das ist gut. Habe ich zu ihm auch gesagt, wenn du jetzt was serienmäßig baust, ich sage, dann muss das mindestens so gut sein, als das, was jetzt am besten auf dem Markt ist. Habe ich mal kurz angeschaut so und dann habe ich gesagt, ja, sonst lass es sein. Und dann haben wir das so entwickelt. Wir haben dann angefangen mit der B-Trompete. Und die in viele Varianten, also dass man viele Modellen auch gibt. Das hängt davon der Bohrung ab, die ich jetzt habe. Das ist eine A7, die ist sehr groß von der Bohrung. Ich brauche das ja auch fürs Orchester. Und dann haben wir, der nächste Schritt war die C-Trompete und dann haben wir die Piccolo-Trompete entwickelt. Und ich nehme jetzt auch nichts anderes mehr in der Hand. Das ist mein Equipment jetzt, was für mich, es macht auch Sinn. Also wir haben hier zum Beispiel die B-Trompete. Ich benutze die B-Trompete vor allem zum Üben, weil ich im Orchester nur C-Trompete spiele. Aber auch weil klanglich von der B-Trompete ist natürlicherweise auch ein bisschen dunkler als C-Trompete und ich möchte der Klang, was ich auf der B-Trompete habe, auf die C-Trompete projizieren. Oder übernehmen, das soll man sagen. Und das ist jetzt eine A7, die ist sehr groß von der Bohrung. Ist auch nicht für jeden geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist für mich, wo ich sage, okay, das ist für mich das, was ich brauche auf der B-Trompete. Was hast du vorher gespielt? Vorher habe ich Yamaha gespielt. Aber die Bohrung von diesem Instrument ist nicht vergleichbar. Okay. Ist nicht vergleichbar. Ich glaube, diese Bohrung findet man auch nicht bei anderen Marken. Das ist, weil so groß ist quasi. Die ist sehr groß. Okay. Die ist sehr groß. Aber da gibt es auch verschiedene Modelle. Man hat das ist die A7, man hat die A3, man hat die A10. Es gibt eine Palette von. Und der Vorteil dabei ist, wenn ich zu der Firma Adams gehe, und ich sage zu Mil Adams, der sich damit, der eigentlich der Chef ist für die Instrumente, und ich sage, du kannst du mir das vielleicht ändern oder kannst du mir das vielleicht mal kurz ändern? Der geht ins Atelier, eine Stunde später habe ich das. Das finde ich gut. Und das habe ich bei den anderen Marken, kenne ich das so nicht. Das muss dann irgendwie eingeschickt werden oder ich muss irgendwo anders hin und dann muss ich erst mal 2 Wochen das Instrument abgeben. Ja. Und das kann ich mir nicht leisten.
Du hast jetzt 2 C-Trompeten hier liegen. Was macht Ja, das den großen ist, Unterschied? Die eine ist unlackiert, die andere ist versilbert. also das ist, lass mal sagen, das Prototype von der C-Trompete, die ich mit Mel Adams damals entwickelt habe. Die ist auch schon hier und da ein bisschen geändert, muss ich sagen. Aber das Grundgerüst ist das Gleiche. Da gibt es auch Umbohrungen. Das ist die Trompete, die ich jetzt im Orchester auch spiele. Das ist die C1. Die ist auch sehr groß. Aber das braucht auch im Orchester, weil die deutsche Trompete ist ein bisschen dunkler. Deutsch, ja, das ist dunkles Orchester, Klinken halt so. Aber deswegen musste ich auch mein Equipment ein bisschen umstellen. Und das ist diese C-Trompete, die ich dafür benutze. Also sagen wir so, ich glaube, die deutsche Trompete ist per se dunkler, nicht weil sie genauso weit mensuriert ist, sondern weil sie anders gebaut ist und deswegen dunkler wird. Ja. Und das muss man bei der B-Trompete kompensieren, oder bei der Pumpventiltrompete kompensieren durch eine größere Bohrung. Ja, und da muss ich auch dazu sagen, ein Sound. Ich habe meinen Sound, ich produziere meinen Sound, jemand anderes produziert. Und es geht immer darum, was habe ich als Vorstellung vom Ton, der ich produzieren wollte, der ich spielen möchte. Und da hat irgendwann mal ein Dirigent ist mal zu mir gekommen, hat gesagt, ich sollte deutsche Trompete spielen. Da habe ich gesagt, nein. Da war er total perplex, der widerspricht mich. Ja, ist halt so. Und er hat mir auch gesagt, wenn ich deutsche Trompete spiele, ist das meine Entscheidung. Aha. Ich entscheide das, was für ein Instrument ich spiele. Weil ein Sound ist innen drin. Ich habe meinen Sound, meine Vorstellung vom Klang habe ich innen drin. Ob ich jetzt deutsche Trompete spiele, ich spiele amerikanische Trompete, ich spiele eine Plastiktrompete. Da ist ein Unterschied da natürlich, aber es wird immer noch klingen. Und wenn ich einen schlechten Sound auf diese Trompete habe, habe ich auch einen schlechten Sound auf der deutschen Trompete. Das ist eine Klangvorstellung, die man hat. Quasi bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel ist es doch, glaube ich, vorgeschrieben, was für Instrumente gerade bei der Trompete auch gespielt werden sollen. Auch Mundstücke und so, um einem gewissen Klang ideal gerecht zu werden. Würdest du jetzt sagen, das ist ein bisschen eine Sonderrolle, die du hast, weil du dich da irgendwo etabliert hast oder gesagt hast, ich mache das so und gut? Oder würdest du sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Wandel auch in deutschen Orchestern, dass man sagt, hey, solange es gut klingt und der alles spielen kann und es cool ist uns egal, ob der seine Trompete so oder so hält? Ich glaube, dass in Deutschland noch ein bisschen an die Tradition festhalten. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich auf der amerikanischen C-Trompete spiele und ich höre dann jemand auf der deutschen Trompete und ich sehe dann, wie eng der Ton ist zum Beispiel, dann bringt mir das nichts. Das ist nur ein Mittel, um den Ton zu produzieren. Der Ton produziere ich selbst, nicht das Instrument. Den produziere ich. Und wie gesagt, wenn ich auf den schlechten Ton habe, habe ich auf einem anderen Instrument auch einen schlechten Ton. Ja, da hilft das beste Instrument nicht. Ja, und deswegen war das für mich entscheidend, auf dieses Instrument auch zu spielen. Das ist bei der Piccolo-Trompete ist das genau das Gleiche. Das ist das ich gerade das auch ist schon ein bisschen einen versetzten viertes Ventil, ne? Ja, das ist also normale Trompete geht bis zum Fis runter. Also da kann man hier noch mal ein paar Töne drunter spielen mit einer normalen Fingersetzung und dann spielt man der vierte dazu und dann kann man auch ein bisschen tiefer spielen. Ja, und das Instrument spiele ich immer, wenn ich im Orchester mit Piccolo was zu spielen habe oder zu meiner Solokonzerte, alles auf den. Das ist ein A-Stift, was da jetzt drin ist. Ja, das ist ein bisschen länger und dann hat man auch einen B-Stift. Das ist ein bisschen kürzer, halber Ton. Ja, und ich bin damit sehr zufrieden. Und dann gibt es hier das ganz neue Modell.
diese C-Trompete hier, diese haben sie ganz neu konzipiert. Finde ich ein fantastisches Instrument. Spricht sehr leicht an, ist in der Höhe sehr gut. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange es auf dem Markt ist. Ich glaube, ein paar Monate erst. Und ich habe das jetzt mal mit auf der Reise genommen für jetzt vor 3 Wochen und habe auch drauf gespielt. Ist sehr gut. Nur für mich im Orchester, deutsches Orchester, brauche ich was vielleicht ein bisschen dunkel, für mich klingt ein bisschen dunkel, deswegen ist das auch mein Instrument. Aber wie gesagt, es ist fantastisches Instrument, ist auch ein bisschen kompakter gebaut. Ist ein bisschen kompakter gebaut wie das. Und aber wie gesagt, sehr gut. Stimmt sehr gut, spricht sehr leicht an. Die Höhe ist sehr gut. Also ich kann das ganz nur empfehlen. Sehr empfehlen. Okay. Und eben du sagtest, du bist der Einzige im Orchester oder in Deutschland auch in Orchestern, der Pumpventil Trompete spielt. War vielleicht nicht oder der Einzige, aber schon? Nee, für mich war vor der Punkt, die Stelle, die war ausgeschrieben für B-Trompete und nicht für deutsche B-Trompete. Aha. Das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich da. Aha. Und dann habe ich das Probespiel gewonnen. Ich habe dann sofort auf der C-Trompete angefangen im Orchester. Ich habe dann das Probejahr gemacht. Alles auf der amerikanischen Trompete. Und ich habe das Probejahr auch bestanden. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist dann auch mein Instrument für dieses Orchester. Und vielleicht auch zeitgleich der Ritterschlag, wenn du in einem Orchester dich damit durchsetzt, in Anführungszeichen, das von Celebi Darke noch dirigiert wird. Ja. Was ist denn da so? 2 Jahre hast du vorhin erzählt, dass du 2 Jahre noch unter ihm gespielt hast. Was für Eindrücke kannst du da noch mitnehmen und inwiefern haben die dich vielleicht auch nachträglich bis heute beeinflusst? Ja, wie ich ins Orchester gekommen bin, Celebi Darke, wenn man seine Aufnahmen kennt, der hat immer gesagt, Aufnahmen gibt es bei mir nicht. Diejenigen, die das hören wollen, die kommen live. Und dann stand eine Schlange von, ich weiß nicht, ist nicht übertrieben, 150 Meter, bis an der S-Bahn standen die Leute, um Karten zu bekommen. Und für mich war das, die ganze Bruckner-Symphonie, alles, was er gemacht hat, war viel langsamer, viel schwerer natürlich. Und in der Bruckner-Symphonie ist keine Technik drin. Und das war alles so langsam. Und für mich war das eine Riesenumstellung. Ich habe am Anfang wirklich Zeit gebraucht, um mich damit zurechtzufinden. Gesagt habe dann, ich muss am Material was ändern, ich muss dies ändern und ja. Aber das ist auch ein Prozess. Ich glaube, dass niemand in ein Orchester kommt, wo man sagt, so jetzt spiele ich genauso, wie das Orchester das haben möchte. Man entwickelt sich weiter. Das dauert ein paar Jahre, bevor man sich da richtig eingearbeitet hat. Hast du Werke, Komponisten, Stücke, wo du sagst, das ist mein absoluter Favorite? Ich freue mich jedes Mal, wenn das auf dem Spielplan auftaucht und gibt nichts Größeres als das quasi? Ja, aber also wenn man eine Haydn-Symphonie hat, eine Mozart-Symphonie ist, für Trompete spielt man immer nur die Grundtöne oder die Akkordtöne. Aber ja, würde man sagen, Mahler, Schostakowitsch, Strawinsky, alles, wo viel Trompete drin ist, liebe ich. Du spielst ja nicht nur im Orchester Trompete, sondern du hast auch kleinere Besetzungen. Ja. Kannst du uns dazu einfach ein bisschen was erzählen? Ja, ich spiele ziemlich viele Konzerte auch mit Orgel. Ich spiele auch einige Konzerte mit Streichensemble. Wir haben in München ein kleines Streichensemble. Das sind 5 Streicher mit Cembalo, wo wir dann Konzerte spielen. Ich spiele dann 2, 3 Stücke Solo. Und ich finde, das ist auch wichtig, neben Orchester und auch Unterrichten, dass man die andere Sache auch bedient. Kammermusik, auch solistisch was macht. Ich finde das sehr wichtig. Was war für dich in deiner langen Karriere vielleicht der schwierigste Moment, musikalisch gesehen? Und wie bist du damit umgegangen? Schwierigste Moment. Es geht immer auf und ab.
Wenn jemand sagt, okay, ich spiele immer auf dieses Niveau, ich glaube das nicht. Es geht immer, man hat mal einen guten Tag, man hat vielleicht mal einen weniger guten Tag, aber ich bin immer der Meinung, man soll sehen, dass man die Kurve, die vielleicht hier guter Tag, da schlecht, dass man die kontinuierlich macht, dass die nicht so große Schwankungen hat. Quasi auch an einem schlechten Tag so zu spielen, dass es jetzt nicht direkt auffällt. Eben, genau. Okay. Genau, aber so schlechte Erfahrungen kann ich so jetzt nicht man kann es sich auch nicht erlauben. Und das, was ich vorher auch gesagt habe, wo die Nervosität, also wenn ich nervös bin für ein Konzert, dann heißt es, ich bin nicht gut vorbereitet. Wenn ich gut vorbereitet bin, ich habe alles dafür getan, um das gut zu spielen, Fehler macht man immer oder kann man machen. Wir sind keine Roboter. Und jeder macht mal einen Fehler aber darum geht es nicht. Es geht ums Ganze. Weil du das ansprichst, ich hatte da letzt auch eine Unterhaltung mit Kollegen, wo es eben darum ging, diese Perfektion, die von uns Musikern immer wieder erwartet wird, sei es jetzt in der Klassik, aber auch natürlich im Jazz- und Pop-Bereich. Es wird natürlich alles in dem Sinne irgendwo austauschbar, aber man will das ja irgendwie auch liefern. Jetzt, wo du es gerade ansprichst, klingt eher umgekehrt, dass du denkst, ja, ich bin da, ich spiele gut Trompete und auch schön und Leute hören zu, aber ich mache Fehler und es ist okay. Ist okay. Das ist schon auch das, was du vertrittst und aber vielleicht auch deinen Studenten mitgibst? Ja, gebe ich auch mit. Aber die Basis muss stimmen, das System muss stimmen. Wenn ich einen Student habe und ich sage, das System, wo du jetzt Video übst und so, das passt. Wenn da mal ein Fehler ist, ja okay, ist halt mal ein Fehler. Aber das System muss passen. Und natürlich, wenn man der 5. Maler spielt und man verkickst der Anfang, dann ist die ganze Symphonie irgendwie für den Trompeter gelaufen. Ja. Da arbeitet man natürlich so dran, dass man sagt, okay, das ist sicher. Da kann ich mir hinsetzen und das Ding funktioniert. Dass da irgendwann im ganzen Tutti-Bereich, wenn man spielt, dass mal irgendwo mal ein Ton nicht so richtig anspricht oder vielleicht von der Intonation mal ein bisschen höher oder tiefer oder so. Das kann passieren. Ich glaube, das passiert in jedem Orchester. Und wenn es aber jetzt ausgerechnet am Anfang passiert, ich meine, da geht ja die Tür nach unten auf und man möchte ganz gerne ganz tief versinken. Ja. Ich behaupte mal, das ist dir vielleicht noch nicht passiert, aber für den Fall das, vielleicht bei was Vergleichbarem, wie gehst du dann was machst du bis zum Ende des Stücks, weil du musst ja trotzdem noch da sitzen und trotzdem weiterhin gut spielen. In meinem Kopf würde es sofort anfangen mit, oh Gott, alles falsch und ganz schlimm. Und ja gut, das passiert, das kann mal passieren, dass man sagt, okay, ich hab da irgendwo in den Solo mal einen Ton verkickst oder so, dann ist man erstmal sehr unglücklich in dieser Situation oder in diesem Moment, aber das passiert halt und das ist sehr ärgerlich, das ist für derjenige, der das dann betrifft, sehr ärgerlich, aber das Leben geht weiter. Und am nächsten Tag kommt ein neues Konzert und dann spielt man das Stück nochmal und da wird es wahrscheinlich besser. Und es geht im Endeffekt immer noch um Musik und darum, dass wir alle Menschen sind und so Fehler machen. So ist es. Und ich kenn Leute, die zu Hause, sag jetzt mal, von jedes Stück 10 CDs haben. Ich sag jetzt mal, von 5. Maler haben die 10 CDs. Und dann sagen die, okay, jetzt gehe ich Samstag ins Konzert. Die hören sich die ganze Woche die 10 CDs an, was meistens sehr steril ist, weil das alles zusammengeschnitten ist. Und dann kommen die am Samstag ins Konzert und wollen genau das Gleiche hören. Und das ist nicht so. Das ist eine Live, ja, ist eine Momentaufnahme. Und ich finde, da ist immer mehr Leben drin, als wenn man irgendwo eine sterile Aufnahme hat, wo dann 100.000 Takes genommen worden sind, und um es so perfekt wie möglich zu machen. Und dafür stehe ich dann Celibidache, wo ich dann früher gesagt habe, wenn ihr die Stücke hören wollt, dann kommt ihr ins Konzert. Wo er dann gestorben ist, dann sind die Sachen natürlich alle veröffentlicht worden, die ganze Bruckner-Symphonie, alles, was er gemacht hat, ist dann fast auf den Markt gekommen. Ja, aber das war damals so. Es ist schön zu hören, weil ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, man leidet irgendwo immer unter diesem Druck, das perfekt machen zu müssen. Es ist irgendwie schön zu hören, dass so jemand wie du auch sagt, so, ja mein Gott, dann passiert's. Aber es stirbt ja keiner daran. Nee, aber es ist auch Hochleistungssport, was wir machen. Und der Unterschied bei uns ist, ein Sportler, der hört mit Mitte 30 hört er auf.
mit seiner 100 Meter laufen oder 400 Meter laufen oder hochspringen, keine Ahnung. Fußballer auch. Ja, und auch mit Mitte 30 oder Ende 30 auf. Wir müssen bis zur Rente, müssen wir unsere Leistung bringen. Und es geht immer darum, dass man tagtäglich das Ding in der Hand nimmt, Trompete in der Hand nimmt, und egal was für ein Instrument das ist für alle Instrumente gleich, und immer an der Basis arbeitet, um fit zu bleiben. Man muss, glaube ich, um das Niveau zu behalten, immer mehr dafür tun. Ja. Die Muskulatur lässt nach. Das ist bei allen gleich. Wenn man älter wird, man wird halt älter. Es ist niemand, der jünger wird. Ja. Und die Zeit bleibt auch nicht stillstehen. Und das entwickelt sich immer weiter. Die Instrumente entwickeln sich immer weiter. Das Niveau, was man bringen muss, oder die Art von Spielen entwickelt sich immer weiter. Wenn man sieht, vor 60 Jahren, wie im Orchester gespielt wurde und wie heute im Orchester gespielt wird, das sind Weltenunterschiede. Das würdest du auch sagen, es hat sich drastisch verändert? Ja, natürlich, ja. Und man müsste mit der Zeit mit. Wenn ich jetzt sehe, ein Trompeter, der mit Mitte 20 Solotrompete ist im Orchester und jemand, der Mitte 50 oder 60 ist, na gut, die sind noch im Anbau von der Karriere, lass so mal sagen. Die Mitte 50 oder 60 sind schon fast beim Auslaufen von der Karriere. Und um das Niveau dann zu behalten, ist manchmal nicht einfach. Jetzt haben wir viel über die Anforderungen gesprochen oder die Aufgaben, die uns auferlegt werden. Trotzdem passieren immer wieder einfach auch schöne Momente auf der Bühne oder neben der Bühne. Ja. Gibt es da vielleicht was dir in den letzten Jahren hängen geblieben ist, wo du sagst, oh, da erinnere ich mich so gerne zurück, weil es war so toll? Ja, man hat immer so Momente. Das ist, also für mich, wenn ein Highlight ist zum Beispiel, ob das jetzt eine Stravinsky Sacre du Printemps oder sowas ist oder eine Schostakowitsch-Symphonie oder keine Ahnung. Wenn ich von der Bühne gehe und ich sage, das war jetzt toll, was wir da gemacht haben. Das ist, aber um jetzt da irgendwo was fest zu sagen, wo ich sage, das war jetzt für mich mein Highlight, ja, da gibt es einige. Da ist keins, was da raussticht oder so. Und vielleicht ist es auch das Schöne, dass es auf einer noch immer regelmäßigen Basis passiert. Also, dass du regelmäßig von der Bühne gehen kannst und sagen kannst, das hat Spaß gemacht heute. Ja. Ich glaube, anders wäre es dann tatsächlich auch wirklich Arbeit. Ja. Und solange ich das sagen kann, ist das für mich auch noch der richtige Beruf. Wenn ich auf der Bühne sitze, ich gehe von der Bühne, ich sage, Mensch, das war jetzt so ein tolles Konzert. Wenn ich sage, ja, ich habe jetzt nur meine Leistung gebraucht, ich habe nur das gemacht, was ich machen muss, dann glaube ich, bin ich auf dem falschen Weg. Was ist so, also jetzt aus einer Perspektive eines Jazz-Trompeters gefragt, was ist für dich dann, oder siehst du es auch als wichtig, auch in der heutigen Zeit, auch als klassischer Trompeter, auch andere Genres bedienen zu können? Oder sagst du eher, na gut, das eine ist so anspruchsvoll genug, sich eben andersrum ja auch, ich würde mir zum Beispiel auch nie anmaßen wollen, eben eine Maler 5 zu spielen. Und aber trotzdem kommt man immer wieder in Berührung mit dem anderen Genre. Ja. Ist es was du auch verfolgst und deinen Studenten mitgibst? Oder ist es eher so, ja, konzentriere dich auf das eine und das andere lassen wir mal außen vor, was auch völlig legitim wäre? Also ich bin jemand, ich habe mich nur auf die klassische Schiene konzentriert. Ich habe nie Jazz gespielt, ja, vielleicht mal ein bisschen Big Band oder so, aber so richtig Jazz mit Improvisieren und so habe ich nie gemacht, weil mir das auch, ich wollte das mit Klassik nicht kombinieren, weil vielleicht auch das Equipment dafür ein bisschen was anderes ist, die Mundstücke vielleicht was anderes sind und ich habe mir da nicht mit auseinandergesetzt, lass so mal sagen. Wenn Studenten sagen, okay, ich möchte Jazz machen, dann würde ich mit denen sprechen, wenn alles passt, wenn der Ansatz passt, wenn das ganze System passt, kann man das nebenbei auch mal machen. Wynton Marsalis zum Beispiel. Das beste Beispiel, der hat klassisch angefangen, hat sich dann entschieden, Jazz zu machen. Ist komplett legitim,
Aber er hat dann gesagt, okay, ich kann die beiden dann auch nicht mehr so kombinieren. Da muss man sich auch irgendwann mal, wenn man es beruflich machen möchte, muss man sich dann auch mal festlegen von, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in die Richtung. Muss man bei Wynton Marsalis, glaube ich, auch sagen, der hat halt auch wahnsinnige Aufnahmen gemacht mit klassischer Trompete. Natürlich, also, natürlich, klar. Schon auch ein Ausnahmetrompeter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht noch abschließend als letzte Frage. Was sind so deine vielleicht noch Ziele, Wünsche, Vorhaben für dich als Person, als Musiker im Orchester, aber vielleicht auch mit solistischen Projekten? Wo soll es da noch hingehen? Wo soll es noch hingehen? Ich bin sehr zufrieden, so wie es jetzt läuft. Und mein Ziel ist, bis ich in Rente bin, Solotrompeter bei München Philharmoniker zu bleiben. Weil ich glaube, dass das auch eine Leistung ist. Dass man sagen, dann sind es dann fast 40 Jahre, die ich dann, dann sind es über 40 Jahre, die ich als Solotrompeter im Orchester verbracht habe. Und dann bin ich sehr zufrieden, wenn ich das schaffe. Klingt aber auch nach einem sehr realistischen Ziel, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber man weiß nie, was passiert. Da kann immer was dazwischen kommen, da kann eine Krise kommen, da können so viele Sachen passieren. Und deswegen muss man immer versuchen, fit zu bleiben und auch bewusst wissen, was man macht und was man dafür tun muss. Ich würde sagen, das sind auch schöne abschließende Worte für das Video. Ich bedanke mich herzlich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und auch so offen und ehrlich und ausführlich geantwortet hast. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Falls jetzt auch euer Interesse geweckt worden ist und ihr die ein oder andere Adams-Trompete selber ausprobieren wollt, kommt doch zu uns zu Thomann, probiert sie hier aus oder fahrt zu Adams direkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.